Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Hier ist der Veit mit einer weiteren Episode in meinem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. Heute möchte ich dich entflammen. Entflammen für das Potenzial all deiner Beziehungen, privat und beruflich. Und ich bitte dich, wenn du mir heute zuhörst, wirklich mit ganz offenem Herzen und Geist zuzuhören und am besten, bevor du jetzt den Podcast startest, die 3 bis 5 wichtigsten Menschen in deinem Leben aufzuschreiben. Menschen, mit denen du in einer Familie zusammenlebst oder vielleicht gemeinsam arbeitest. Ich möchte heute mit dir erforschen, welches ungeheure Potenzial diese Beziehungen für euch bergen. Ich wünsche dir viel Freude dabei und vor allen Dingen eine Lust beim Entdecken der Möglichkeiten deiner Beziehungen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Heute möchte ich mit dir über die Chance jeder deiner Beziehungen sprechen. Und auch wenn du ein Mann bist und vielleicht denkst, Beziehung, das ist nicht so mein Thema, bitte ich dich, mir mit offenem Herzen zu lauschen. Denn alles, wirklich alles, was du in deinem Leben erreichen möchtest, hängt mit deinen Beziehungen zusammen. Der Weg, den du gehst, wird gestaltet durch deine Beziehung. Die Qualität deines Tages, wie du dein Leben erfährst, hat einen ganz, ganz starken Zusammenhang mit der Qualität deiner Beziehung. Zuallererst möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich bei dir zu bedanken, dass du mir eine Gelegenheit gibst, eine Beziehung mit dir aufzubauen. Indem du mir jetzt gerade zuhörst, schenkst du mir das Kostbarste, was du überhaupt hast. Deine Aufmerksamkeit. Denn da, wo deine Aufmerksamkeit ist, da geht dein Leben lang. Und ich möchte heute deine Aufmerksamkeit auf deine Beziehung lenken. Und damit es kein theoretischer Vortrag ist, bitte ich dich, während du mir jetzt lauscht, einfach an die 3 bis 5 wichtigsten Menschen in deinem Leben zu denken. Es können Menschen sein, mit denen du zusammenlebst, in einer Liebesbeziehung, in einer Familie, Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Erlaube dir, die Gesichter dieser Menschen jetzt vor dir zu sehen. So stell dir vor, die hören jetzt gerade mit dir gemeinsam diese Episode. Schau, wir denken so oft, wir haben eine Beziehung, weil wir mit jemandem Zeit verbringen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass du die Erfahrung kennst, unerfüllt, enttäuscht, aus einem Gespräch herauszugehen oder vielleicht sogar nach einer 10-jährigen Ehe das Gefühl zu haben, fuck, ich habe so viel Lebenszeit verpasst, weil ich nicht richtig da gewesen bin, weil keine wirkliche Begegnung stattgefunden hat. Oder nimm deine Arbeitsbeziehung. Wir verbringen 8, 10, 12, manche von uns 14 Stunden jeden Tag mit anderen Menschen. Wir arbeiten an denselben Dingen, wir produzieren Dinge, wir bauen vielleicht Hochhäuser, Raketen. Aber beziehen wir uns wirklich aufeinander? Erleben wir das Wunder in dem anderen? Erleben wir das Potenzial dieser Beziehung? Ich wage zu behaupten, nachdem ich mich 25 Jahre lang intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, es ist vielleicht das größte Weisheitsmanko der Menschen überhaupt. Neben einer mangelnden Selbstliebe wissen wir ganz häufig nicht, wie man Beziehungen entschlüsselt. Uns ist der Respekt dafür gar nicht beigebracht worden. Noch einmal, die Beziehungen existieren nicht einfach, weil Körper nebeneinander sitzen. Beziehungen beginnen zu erblühen, wenn wir die Beziehung bewusst wahrnehmen und erforschen und mit unserer Liebe bewässern. Jede deiner Beziehungen ist eine unermesslich kostbare Chance, um mehr über dich zu erfahren, als du alleine könntest. Jede deiner Beziehungen ist die Chance, etwas aufzubauen, was du alleine nicht schaffen würdest. Sie ist ein Pool für viel, viel Freude, eine Möglichkeit, ein Fundament, um dich zu stärken. Und letztendlich, wenn es uns gelingt, einen wirklichen Raum von Vertrauen aufzubauen, ist eine Beziehung ein Platz, an dem wir miteinander heilen können.
ein Raum, in dem wir vergeben können. Und vor allen Dingen ist jede deiner Beziehungen eine Chance, dich komplett zu verschenken und dich gerade in deinem Verschenken neu zu finden. Wie bereits gesagt, mit einem anderen Menschen physisch zusammen zu sein, heißt noch lange nicht, dass du mit ihm echt in Beziehung stehst. Vielleicht lasst ihr eure kleinen Realitätsinseln nebeneinander existieren. Vielleicht sorgt ihr dafür, dass ihr den Alltag zweckmäßig miteinander teilt. Aber wenn du so etwas schon erfahren hast, dann gibst du mir bestimmt recht. Da liegt ganz häufig unterschwellig eine Traurigkeit in der Luft. Eine Traurigkeit über eine verpasste Möglichkeit der echten Begegnung. Denn anstatt euch wirklich zu erkennen, benutzt ihr euch nur. Und in einer Nutzbeziehung reiben sich unsere kleinen Egos aneinander, um ein bisschen körperliche Lust miteinander zu erfahren oder vielleicht die Illusion von Sicherheit zu erzeugen. Aber in der Tiefe verpassen wir das eigentliche Mysterium. Und in der Tiefe erfüllt uns so eine Nutzbeziehung nicht. Um die Chance einer Begegnung, zum Beispiel die jetzt gerade mit mir oder die mit deinen Kollegen, voll zu nutzen, musst du bereit sein, dich voll einzulassen. Und ich wette, dass du bereits die Erfahrung gemacht hast, dass sich voll einzulassen einen Preis hat. Es kann wehtun. Du machst dich verletzbar. Du wirst vielleicht verraten. Der andere nutzt dich aus, der lässt dich im Stich. Vielleicht fühlst du dich nicht verstanden. Und glaub mir, ich bin selbst manchmal so eine emotionale Mimose. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, dass sich das scheiße anfühlt und ich weiß, dass unser Ego in so einem Augenblick sagt, hätte ich mich nur nicht eingelassen. Aber wenn du meine Podcast-Episoden hörst, dann gehe ich davon aus, dass du ein Mensch bist, der bereits begriffen hat, dass du im Grunde genommen keine andere Wahl hast, als dich wieder und wieder und tiefer einzulassen. Warum? Weil du nicht hier bist, um einfach nur sicher durchzukommen. Du bist hier, um herauszufinden, wer du wirklich bist. Du bist hier, weil dich eine starke Sehnsucht antreibt, dein Potenzial und letztendlich das Potenzial all deiner Beziehungen noch stärker, immer stärker auszuloten. Du bist nicht hier, um einfach nur zu überleben, sondern du bist hier, weil Geist in dir wirkt. Und dieser Geist möchte in Würde und Freude die Grenzen deiner Möglichkeiten immer wieder überschreiten. Denn eines muss uns klar sein, was auch immer du gerade in deinen Beziehungen erfährst. Vielleicht geht gerade total die Post ab. Vielleicht ist es gerade öde. Vielleicht stuck. Vielleicht habt ihr sogar das Gefühl, oh, das ist vielleicht vorbei. Ich weiß aus meiner Erfahrung, es ist immer noch mehr drin. Es ist noch mehr Ekstase drin. Wir Menschen können noch viel mehr Vertrauen miteinander schaffen. Mehr Tiefe, mehr Stille, mehr Lust, mehr Kraft freisetzen. Wir können uns gegenseitig helfen, immer klarer zu werden. Wir können unsere Beziehung nutzen. Die individuelle zu einem Einzelmenschen, aber auch unsere kollektive Beziehung als Menschheit nutzen, um Einheit zu erfahren, um miteinander zu erschaffen, um zu vergeben, um zu lachen. Hey, es ist noch so viel mehr in deinen Beziehungen drin, als du bisher lebst. Dafür muss ich dich nicht persönlich kennen, das weiß ich. Vielleicht bist du jemand, der so viel zwischenmenschlichen Mist erlebt hat, so viel Missverständnis, so viel Schmerz, dass du kurz davor bist aufzugeben. Dass du denkst, boah, das macht alles keinen Sinn, ich lege mir ein Haustier zu und dann Klappe zu. Dann bin ich heute hier, um dir Mut zu machen. Ich möchte dich einladen, dich einzulassen. Lebendige Beziehungen sind gefährlich, aber dieses ganze Leben ist gefährlich. Lebendige Beziehungen machen Spaß. Lebendige Beziehungen setzen Ekstase frei und sie sind dein Geburtsrecht.
Ich möchte dich herausfordern, dich nicht mit dem zufrieden zu geben, was unsere Gesellschaft immer noch als eine, wenn du mich fragst, traurig mittelmäßige Beziehungsnorm akzeptiert hat. Hauptsache, wir kommen miteinander durch. Hauptsache, wir lassen uns in Ruhe. Bullshit. Dein Leben ist so kostbar. Dieser einzelne Tag heute ist so kostbar. Du hast das Recht, ihn in Beziehungen zu verbringen, die dich in Ekstase versetzen. Knack den Beziehungs-Checkpot. Der steht dir zu. Und du öffnest ihn, indem du zuallererst einmal sagst, innerlich sagst, ich bin hier, um maximale Freude, um maximales Vertrauen und Potenzialentfaltung zu erleben. Fordere dein Beziehungsglück ein und, eine kleine, aber wichtige Ergänzung, sei bereit, alles dafür zu geben. Ich werde häufig gefragt, Veit, woran erkenne ich, dass eine Beziehung vorbei ist? Ganz einfach. Wenn du dir diese Frage nicht mehr stellst. Wenn du in deinem Herzen weißt, du hast wirklich alles gegeben. Du hast dich voll eingelassen. So, bevor du das nicht gemacht hast, sage ich dir, geh nochmal raus. Riskiere nochmal. Lass dich ein, bis deine Augen leuchten, bis du frei und offen mit deinen Wünschen, mit deinen Bedürfnissen, aber auch mit deinen Geschenken für die anderen in der Arena stehst und einfach weißt, hier bin ich. Es mag schiefgehen, es mag peinlich sein, ich mag abgelehnt werden, aber ich bringe mich voll ein, bis dein Geist jubiliert, bis deine Genitalien lustvoll ruhen, weil du auch deine Lust voll erfüllt hast und bis dein Herz selig und zufrieden lächelt. Ich kann es nicht genug betonen. Eine Beziehung ist nicht automatisch lebendig, nur weil sie existiert. Es gibt viele Beziehungen, die eher Kraft kosten als geben, die eher wie Ketten an unseren Armen und Beinen wirken, als wie Wind unter unseren Flügeln, die bremsen, anstatt zu fördern. Lebendige Beziehungen definieren sich nicht über ihre Dauer, sondern über das Mehr, was ihr miteinander kreiert, das Mehr an Möglichkeiten. Lebendige Beziehungen stärken alle Beteiligten. Sie wirken wie ein nährendes Fruchtwasser, das dein Wachstum anregt und dich ganz natürlich und sanft zur Höchstleistung auf vielen Gebieten anregt. Wusstest du, dass das menschliche Gehirn so konzipiert ist, dass es besonders gut im Verbund arbeitet? Das heißt, immer dann, wenn sich Menschen wach und konstruktiv miteinander vernetzen, setzen sie Potenziale ineinander frei, die sonst eventuell auf ewig schlafen würden. Um dir noch ein Bild anzubieten, deine Beziehung zu einem anderen Menschen ist wie ein Garten, in dem alle Anwesenden erblühen. Beziehungen sind das Mittel der Wahl, wenn du ein erfülltes, verrücktes, tiefes, lustvolles, befreiendes Leben führen willst. Also, Frage an dich. Wie sieht es mit dir aus? Reicht dir das, was du in deinem Leben hast? Oder sagst du, nee, Veit, ich will noch mehr? Dann frage ich dich, wie sehr willst du das? Kannst du das spüren? Kannst du das bis in die kleine Zehe spüren, dass du hier bist, um glücklich zu sein? Und bist du bereit, dich dafür existenziell einzulassen? Ich kann jeden Menschen verstehen, der das nicht will. Denn sich wirklich auf eine menschliche Beziehung einzulassen, in dieser kollektiven Reifephase bzw. Unreifephase, in der wir uns befinden, das ist manchmal gefährlich, es kann manchmal total öde sein, es ist ernüchternd, es ist peinlich, es macht Angst, es tut weh. Ich kann also nicht und will auch gar nicht mit erhobenem Zeigefinger rumlaufen und sagen, ey, du musst dich einlassen. Wenn du keinen Bock hast, dann ist das deine freie Wahl. Ich finde auch nicht, dass du dich auf jeden Menschen, der dir begegnet, richtig einlassen musst, so wie das manche spirituellen Quatschköpfe behaupten. Dich wahrhaft für die Begegnung mit einem anderen Wesen zu öffnen, ey, das ist so ein nacktes, radikales, verletzliches Abenteuer. Es ist dein gutes Recht zu wählen, ob und mit wem du es erleben willst und wie weit du gehen willst.
Wenn du Glück hast, setzt dir das Leben hin und wieder Menschen vor, bei denen du spürst, oh, hier habe ich keine Wahl. Das ist ein Köder der Existenz. Hier geht es nur noch um die Frage, will ich mich dem noch eine Weile verwehren? Will ich rumzappeln? Will ich rumeiern, weil ich Schiss habe vor dieser Beziehung? Oder bin ich bereit zuzugeben, okay, das ist eine dieser heiligen Beziehungen, so nennen Andrea und ich das, die das Potenzial haben, mich komplett zu knacken, um mich nach Hause zu bringen. Ich lasse mich ein. Niemand außer dir selbst kann beurteilen, ob und wie tief du dich heute bereits auf deine Menschen einlässt. Ich werde mich hüten, dir zu erklären, wie es richtig wäre. Ich bin mir sicher, dass du es für dich selbst ganz genau weißt. Wenn du zum Beispiel irgendwann heute im Laufe des Tages irgendwo auf irgendein Klo dich mal vor einen Spiegel stellst, in den Spiegel schaust und dir vorstellst, dass einer deiner Mitmenschen, zum Beispiel dein Liebster oder dein Kind, neben dir steht und du schaust in den Spiegel, du schaust dir direkt in die Augen und du fragst dich, lasse ich mich auf diese Beziehung wirklich ein? Dann kannst du rational eine Menge Argumente dafür oder dagegen finden, aber wenn du dir in die Augen schaust, dann wirst du in deinem Herzen ein Ja spüren oder ein Nein. Wenn du in einer Beziehung wirklich anwesend bist, wenn du mit vollem Einsatz spielst, dann wirst du dich erfüllt fühlen, weil einfach nichts offen ist, weil du einfach alles gegeben hast. Es mögen ekstatische, schmerzhafte, zornige, traurige, stille, wilde Momente sein, doch wenn du dich einlässt, bist du in Frieden. Es ist nicht wirklich wichtig, wie lange du es mit einem anderen Menschen aushältst. Lieber dich auf einen Menschen für eine Woche voll eingelassen, alles gegeben, in den Schmelztiegel eurer Begegnung voll reingesprungen und das war's dann, als 20 Jahre lang neben jemandem so vor dich hin zu dümpeln. Unsere Gesellschaft orientiert sich immer noch wesentlich stärker am Haben als am Sein. Deswegen überbewerten wir Form und Dauer und wir vernachlässigen gelebte Qualität. Wir fragen Menschen zum Beispiel, wie lange seid ihr schon verheiratet? Als würde die Jahreszahl irgendwas aussagen. Ich kenne Paare, die schon eine halbe Ewigkeit eine perfekte Fassade nach außen präsentieren. Und ich weiß aber, dahinter gibt es Abgründe von Trostlosigkeit, von Sinnlosigkeit. Und daneben hast du sicher auch schon, ich habe kurze Begegnungen gehabt. Manchmal eine Stunde, die mein ganzes Leben verändert haben. So, wenn du das nächste Mal ein Paar triffst, das seinen Hochzeitstag feiert, dann sei doch mal so frech und erkundige dich. Toll, dass ihr so viele Jahre zusammen seid. Mich interessiert, wie viele echt erfüllte Tage waren dabei. Mit einem anderen Menschen physisch zusammen zu sein und dich nicht wirklich einzulassen, es ist, als ob du dein Leben in den Standby-Modus versetzt. Ey, das ist Wahnsinn. Jeder einzelne Tag ist so kostbar. Und es ist dein Recht zu sagen, ich will heute an diesem Tag Begegnungen, die mich rocken, die mich erregen, die mich herausfordern. Ich möchte gern heute Abend ins Bett gehen und denken, hey, gut, dass ich nicht im Kino war, weil mein eigenes Leben ist ein so irre abgefahrener Trip. Ich kenne auch Menschen, die leben mit dem Plan, ihr wirkliches Leben oder ihre echte Liebe für diesen einen imaginären Partner in der Zukunft aufzuheben. So, wenn die Bedingungen ganz perfekt sind, wenn ich meinen Seelenpartner finde, dann werde ich mich verschenken. Weißt du was? Der Moment wird nie kommen. Verschenk dich jetzt.
Verschenk dich zum Beispiel an das Lauschen dieses Podcasts. Verschenk dich an die Menschen, denen du heute noch begegnest, die Bekannten oder die Fremden. Verschenk dich an die Erde, auf der du heute läufst, an die Luft, die du atmest. Verschenk dich jetzt und dann schau, was passiert. Lass das Leben deinen Becher leer trinken, damit er immer wieder aufs Neue gefüllt werden kann. Hör auf, dich irgendwo in deinem Leben zurückzuhalten. Mute dich zu. Denn weißt du was? Du stirbst. Und keiner von uns hat eine fucking Ahnung, wie lange wir noch Zeit haben, alles, was wir haben, in die Waagschale des Lebens einzubringen. Wenn du wissen willst, was für dich in diesem Spiel, was wir Leben nennen oder Liebesbeziehungen nennen oder Arbeitsbeziehungen sind, was da wirklich drin ist, musst du voll in den Ring steigen. Die anderen können sich nur voll auf dich beziehen, wenn du auch da bist. Ich mag zum Beispiel keine Zeit mehr mit Menschen verbringen, die lieber am Rand rumstehen, zuschauen, blöde Kommentare geben, einfach abwarten, anstatt sich voll in diese menschliche Schlammschlacht hinein zu bewegen und das Beste rauszuholen. Ich hasse Gespräche, die sich um dieses Was wäre, wenn drehen. Was wäre, wenn ich Mut hätte? Was wäre, wenn ich endlich den richtigen treffen würde? Was wäre, wenn mein Partner endlich den nächsten Schritt ginge? Es ist dein Spiel. Schon kapiert? Du bist nicht nur die wichtigste Spielfigur, du bist auch der Spieler, auf dessen nächsten Zug alle anderen warten. Du bist derjenige, diejenige, die die Regeln festlegt. Alles, was du in diesem Leben erreichst, hat etwas mit deiner Beziehung zu tun. Und du wirst nie wissen, was für dich eigentlich möglich wäre. Im Beruf, in der Kreativität, in den Finanzen, in all deinen Träumen, wenn du dich nicht voll einbringst. Ich kann mir vorstellen, dass manche von euch jetzt gerade denken, ja Veit, was meinst du mit diesem Einlassen? Existenziell einlassen bedeutet, deine Energien von irgendwo und irgendwann abzuziehen und hierher zu bringen in genau diesem Moment, in den einzelnen Moment, der tatsächlich in deinem Leben existiert. Ich glaube, dass die heutige Technik, das Internet, die sozialen Medien, die Komplexität unserer Welt, die Werbung viel dazu beitragen, dass die meisten Menschen immer zerstreuter leben. Wir verteilen unsere Hoffnungen, unsere Sorgen, unsere Wünsche auf all diese Impulse, auf all diese Baustellen. Und da bleibt nur noch wenig Power für diesen gegenwärtigen Moment übrig. Und dann kommt noch dazu, dass uns die Gesellschaft oft verrückt macht mit diesem Maßstab von, es gibt irgend so etwas wie die perfekte Beziehung, der perfekte Job. Und wir halten uns dann zurück, weil wir denken, was ist, wenn das noch nicht der Richtige ist? Vielleicht sollte ich mich noch aufbewahren, vielleicht sollte ich mich eher trennen. Und letzten Endes haben wir so niemals echten Sex mit dem Leben, sondern wir gehen durchs Leben. Was wäre, wenn? Wir können nicht wissen, ob es gut geht, bevor wir bereit sind, richtig mitzuspielen. Du wirst nur dann herausfinden, was geht zwischen dir und einem Menschen, zwischen dir und einer Arbeitsstelle, zwischen dir und dieser Podcast-Episode, wenn du dich jetzt voll einlässt. Sorry, wenn ich so vielleicht nerve, aber ey Leute, das ist das existenzielle Thema des Menschen heutzutage. Bin ich bereit, wirklich hier zu sein? Existenzielles Einlassen bedeutet, dem gegenwärtigen Beziehungspartner, deinem gegenwärtigen Job, diesem gegenwärtigen Moment eine Chance zu geben, zu zeigen, was drin ist, indem du ihm ganz begegnest. Mit allem, was dich ausmacht. Hör auf zu taktieren. Hör auf, dich aufzuheben. Wenn du mit gezinkten Karten spielst, wenn du die Hälfte deiner Karten zurückhältst, dann kann niemals ein echter Spielfluss entstehen. Zeig dich. Hau alles auf den Tisch. Deine Sehnsucht, deine Kraft, deine Emotionen, deine Gedanken, deine Ängste, das Helle und das Dunkle. Ist das mit Risiko verbunden? Oh ja. In einer so kontrollierten Gesellschaft wie der unsrigen wirst du die meisten Menschen mit so einer ehrlichen Direktheit
einfach umpusten. Und ich warne dich vor, du wirst die, Flachwichser und die Heuchler vergraulen. Aber weißt du was? Na und? Ich finde es wesentlich sinnvoller, mein Leben mit ein paar wenigen guten Freunden zu verbringen und da kracht es, als eine Horde von Menschen um mich herum zu haben, die letzten Endes ja einfach nur totes Beziehungsmaterial sind. Es klingt hart, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Nochmal, wenn du dich existenziell einlässt, gibt es keine Garantie, dass es gut geht. Aber es wird dich erfüllen. Es kann auch richtig wehtun. Existenziell einlassen bedeutet, ohne Maske, ohne Schutzpanzer zu spielen. Es ist eine wirklich radikale Wahl. Du kannst wählen, dein Leben lang möglichst sicher und abgepampert durchzukommen. Möglichst all die zwischenmenschlichen Wunden, die dir das Leben schon verpasst hat, zu schützen und allen anderen einfach eine Attrappe von dir vor die Nase zu halten, damit die gar nicht mehr so richtig an dich rankommen. Oder du drehst den Spieß um, machst etwas scheinbar ganz Verrücktes. Du findest den stärksten Schutz in dir, indem du aufhörst, dich zu schützen. Du findest den stärksten Schutz, indem du aufhörst, dich zu schützen. Du gehst mit offenem Herzen in die Begegnung. Du lässt die Verletzung und Peinlichkeit dieses ehrlichen Lebens einfach bewusst zu. Du lässt dieses Feuer nüchtern brennen. Das ist ein wilder Weg, ohne Zweifel. Es ist ein tiefer Weg. Und es ist der Weg, der deine Entwicklung so beschleunigt. Es ist ein Weg, der alles von dir verlangt, der lehrt dich, der macht dich wirklich leer. Und gleichzeitig erfüllt er dich so sehr. Er macht dich auf eine wahrhafte Weise schusssicher. Denn anstatt ständig irgendeinen Panzer vor dir herzutragen, verbindet er dich innerlich mit deiner Essenz und die ist nicht antastbar. Dich existenziell einzulassen ist der einzige Weg, herauszufinden, wer du wirklich bist. Ist der einzige Weg, ein Leben zu leben, bei dem du in den letzten Minuten lächelnd loslassen kannst, weil du weißt, du hast alles gegeben, du hast alles erlebt, wofür deine Seele gekommen ist. Dich existenziell einzulassen bedeutet dem Leben, uns allen und dir selbst zu zeigen, hey, hier bin ich. Das bin ich. Nimm mich oder lass es bleiben. Ich renne nicht mehr weg. Ich bin bereit, mit dir im Feuer der Ekstase zu brennen. Ich bin bereit, mit dir die Täler menschlicher Kleinherzigkeit zu durchqueren. Ich bin bereit, dir auf einer Seelenebene nackt zu begegnen und mit dir zu tanzen. Ich bin bereit, alles, was ich bin, in die Waagschale unserer Möglichkeit zu werfen. Ich spiele nicht mehr falsch. Ich verhalte mich nicht mehr netter, als ich bin. Ich werde mich nicht mehr klein machen, um meine Größe zu verbergen. Ich habe ein Licht in mir und ich bin bereit, dieses Licht mit dir zu teilen. Ich bin nicht mehr käuflich. Ich verrate mich nicht mehr für ein bisschen Anerkennung. Denn ich bin bereit, Einsamkeit auszuhalten. Ich bebe vor Leben. Ich falle manchmal auf die Nase. Ich weiß nicht alles. Und ich bin, zumindest oberflächlich gesehen, verletzbar. Ich bin gut und manchmal bin ich scheiße. Ich bin manchmal smart und manchmal bin ich dumm. Ich trage Gott in mir, einen Menschen und ein Tier. Aber vor allem bin ich. Hier bin ich. Das bin ich. Ich bringe alles, was ich bin. Meine Ängste, meine Zweifel, meine Wildheit, meine Kraft, meine Liebe
Ich lege alles, was ich bin, auf den Amboss der Wirklichkeit. Und wenn wir beide füreinander bestimmt sind, dann wird uns Wahrheit näher bringen. Und wenn unsere Beziehung keine wahre Substanz hat, dann lass es uns so schnell wie möglich herausfinden, denn mein Leben ist unglaublich kostbar. Existenziell einlassen passiert, wenn du realisierst, wie wertvoll du bist, wie wertvoll jede Sekunde deines Lebens ist. Dann hast du keine Zeit mehr für faule Kompromisse. Und dann verstehst du, dass du, wenn du dich nicht ehrlich zeigst, du deine Umgebung beleidigst. Indem du dich jetzt und hier existenziell auf jede Begegnung einlässt, ehrst du dich und dein Gegenüber. Du gibst dem, was zwischen euch möglich ist, eine reale Chance, sich zu zeigen. Existenziell einlassen bedeutet, zu verstehen, dass du hier bist, weil du das Recht hast, alles zu wollen und weil du die Großzügigkeit besitzt, unglaublich viel dafür zu geben. Existenziell einlassen bedeutet, jetzt und hier der gesamten Existenz zu zeigen. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt wach. Hier bin ich. Nimm mich. Das war eine Folge aus dem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Lebens. Danke, dass du dich eingelassen und diese Folge bis hierher gehört hast. Möchtest du deine Beziehung zum Erblühen bringen und das Thema noch mehr vertiefen? Dann möchte ich dir von Herzen Veits Buch Liebe radikal empfehlen. Du findest den Link unten in der Beschreibung. Schön, dass du hier bist.